wie oft Gläser angestoßen werden oder wie oft die Hände geschüttelt werden, wenn eine Gruppe von Freunden sich trifft. Das lässt sich relativ einfach mit einer Formel berechnen. Ja. Das geht auch im Kopf quasi mit dem kleinen einmal 1. Aber geht es auch andersrum? Also kann man aus der Anzahl der Plings, die man hört, berechnen, aus wie vielen Leuten die Gruppe besteht? Also stellt euch vor, ihr sitzt in einer Kneipe und ihr hört vom Nachbartisch, dass 10-mal mit den Gläsern angestoßen wurde. Wie viele Leute sitzen da am Tisch? Ja, ihr könntet einfach rüberschauen, ja, und abzählen. Aber stellt euch vor, das ist so eine Gruppe fieser Rocker und die mögen das gar nicht, wenn man sie anstarrt oder abzählt. Ja. Und gehen wir außerdem davon aus, dass auch wirklich jeder mit jedem korrekt angestoßen hat. Ja. Wie das aussieht, wenn das nicht der Fall ist, das schauen wir uns später an. Eine einfache Methode wäre, dass ich mir eine Tabelle anfertige und dann einfach darin nachschlage. Die Formel, wie oft es Pling macht, also wie oft angestoßen wird, habe ich ja beim letzten Video erklärt. Die ist AN für die Anzahl der Plings ist gleich N mal N minus 1 durch 2. So, und für eine Gruppengröße von 1 bis 20 sieht das so aus als Tabelle. Bei einer Person hört man vielleicht Selbstgespräche vom Nachbartisch, aber kein Anstoßen. Also eigentlich. Wenn ich jetzt also vom Nachbartisch 10-mal das Anstoßen der Gläser gehört habe, dann werden dort 5 Leute sitzen. Höre ich 21-mal die Gläser klingen, dann sitzen da 7 Personen. Sich jedes Mal so eine Tabelle anzufertigen für jeden Kneipenbesuch ist ein bisschen umständlich. Man kann doch die Formel umstellen, um direkt auszurechnen, wie viele Personen das sind. Das machen wir mal. Also, die 2 hoch 2an ist gleich n mal n minus 1. Dann können wir das ausmultiplizieren. Dann haben wir 2an ist gleich n Quadrat minus 1n. Eine quadratische Gleichung. Ja, da kommen sofort die Erinnerungen an die Schulzeit hoch. Also PQ-Formel, Mitternachtsformel, Faktorisierung, quadratische Ergänzung. Ja, hat man alles oft genug für Umzäunungen oder schräge Würfe angewendet. Ja. Also im realen Leben, also beim Einkaufen oder im Straßenverkehr, habe ich das eigentlich nie wieder gebraucht. Ja. Und jetzt brauche ich die Lösung einer quadratischen Gleichung in der Kneipe. Ist ja cool. Dann lösen wir die Gleichung mal. Am besten mit der quadratischen Ergänzung. Dann haben wir nämlich die 1, dann ist das plus 1/2 ins Quadrat. Und dann haben wir da stehen 2an plus 1/2 ins Quadrat ist gleich n Quadrat minus 1n plus 1/2 ins Quadrat. So. Das hier kann man dann mit der binomischen Formel lösen. Dann steht da 2an plus 1/2 ins Quadrat ist gleich n minus 1/2 ins Quadrat. So, dann ziehen wir daraus komplett die Wurzel. Und dann haben wir da stehen Wurzel aus 2an plus 1/2 ins Quadrat ist gleich n minus 1/2. So, und dann stellen wir das Ganze nach n um. Dann haben wir da stehen, n ist gleich 1/2 plus minus die Wurzel aus 2an plus 1/4. Ne? 1/2 ins Quadrat sind 1/4. So.
Jetzt nehmen wir mal an, ich hätte vom Nachbartisch 3 Plinks gehört. Dann kann ich die Anzahl der Personen berechnen, indem ich zu 1/2 die Wurzel aus der doppelten Anzahl der Plinks plus 1/4 dazu addiere oder davon abziehe. Wenn bei einer quadratischen Gleichung der Ausdruck unter der Wurzel positiv ist, dann hat diese quadratische Gleichung immer 2 Lösungen. Das kann man grafisch auch so darstellen. Eine Parabel, quadratische Gleichung. Jetzt betrachten wir mal nur den positiven Teil. Bei 6 Personen macht es 15 mal Pling. Und wenn ich 10 Plings höre, dann sind dort 5 Personen. Wenn ich kein Pling höre, dann ist da entweder nur eine Person oder, ja klar, gar keine. Negative Zahlen. Ja. Also höchstens, wenn ich alleine am Tisch sitze und ich wünsche mir, dass es 10 mal Pling macht, dann fehlen mir 4 Leute. Oder anders gesagt, dann bin ich 4 Leute zu wenig. Völliger Quatsch. Zurück zur Berechnung. Ich habe genau hingehört und habe 28 Plings gehört. Und dann kann ich n berechnen, indem ich zu 1/2 die Wurzel aus 2 mal 28 plus 1/4 zähle. Nur Plus ist klar, haben wir gerade gezeigt, die Minus brauchen wir nicht. So. Und das ist gleich 1/2 plus die Wurzel aus 56,25. Wurzel aus 56,25. Ja, das kann ich nicht im Kopf ausrechnen. Ich könnte das schriftlich machen, aber wozu gibt es Taschenrechner? So. Ach so, ja, der ist kaputt. Den wollte ich eigentlich reparieren, da sind die Tasten nicht in Ordnung. Ja, Batterien sind auch keine drin. Ja, auch keine Batterien drin. Ein Rechenschieber. Den habe ich von meinem Großvater oder von meinem Vater geerbt, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber damit muss es auch gehen. Das machen wir mal. So. Wurzel aus 56,25. 50. 56,25. 7,5. Plus 0,5 sind 8. Das heißt, n ist 8. Das heißt, es sitzen 8 Personen am Tisch. Da gucken wir mal nach, wie das bei unserer Tabelle war. 28 mal Pling gehört, 8 Personen. Stimmt. So. Dann nehmen wir mal an, ich hätte 15 Plings gehört. So. Hier 15. 15 mal 2 ist 30 plus 0,25. Das wäre hier. Jetzt sind wir bei 5,5. Plus 0,5 sind 6. Cool. Das heißt, es sitzen 6 Leute am Tisch. Oder ich habe 36 Plings gehört. So, 36 ist hier. So, mal 2 plus 0,25. 8,5 plus 0,5 sind 9. Ja, dann sitzen da 9 Personen. Noch ein Beispiel. Am Tisch um die Ecke rum sitzt eine große Gruppe und ich habe 91 Plings gehört. So, 91 wäre hier, aber das dann kann ich keine mal zweimal ausrechnen. Das heißt, ich muss hier hinten auf die, muss sagen, dass das hier 91 sind. Dann gehe ich hier mal 2, so, plus 0,2. Jetzt muss ich hier auf die Zehnerverschiebung aufpassen beim Rechenschieber. So, und ich sehe,
1, 3, 5, also 13,5 plus 0,5 sind 14. 14 Leute. Ja, das geht ja richtig flott mit dem Rechenschieber. Cool. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei einer großen Gruppe wirklich jeder mit jedem anstößt, die ist ja eher gering. Ne? So. Wie ist das denn, wenn jetzt, sagen wir mal, in einer Gruppe von 4 Personen mögen sich 2 nicht. Deswegen stoßen die nicht miteinander an. Ja, dann höre ich nur 5 Plings. 5 rechnen wir mal. 5 mal 2 plus 0,25. Daraus die Wurzel sind 3,2 plus 1,5 sind 3,7. Und 3,7 ist näher an 4 als an 3. Kann man aufrunden. Ja, dann sitzen da tatsächlich 4 Personen. Das heißt, das funktioniert. Wenn aber nun eine Person die andere sehr gerne mag und deswegen mit der Person zweimal anstößt, ja, dann höre ich 7 Plings. 7, hier. Sieben. Ja, 2 sind 14. 14,25. Daraus die Wurzel. Das sind 3,7. Ja, 3,8. Keine Ahnung, 3,77. Plus 0,5. 4,27. Das runden wir ab und landen auch wieder bei 4. Das heißt, es funktioniert. Grafisch kann man sich das so vorstellen. Bei 4 Personen macht es 6 mal Pling. Bei 5 Personen macht es 10 mal Pling. Und wenn ich jetzt zum Beispiel 12 mal Pling höre, dann ist das näher an der 5 als an der 6. Ja. So. Höre ich 16 mal Pling, dann werden es wohl 6 Personen sein. Ja, höre ich 20 Plings, dann sind es wohl 7 Personen. Je größer die Gruppe ist, desto größer ist auch der, nennen wir ihn mal, Fehlertoleranzbereich. Da dürfen also gerne mal ein paar Personen doppelt anstoßen, ja, oder vergessen miteinander anzustoßen. Das lässt sich trotzdem relativ gut bestimmen, auch wenn ich mich vielleicht verzähle, weil es in der Kneipe ja doch laut ist. Und wenn man dann noch so einen Rechenschieber dabei hat, ja, dann darf auch der Akku vom Handy leer sein. Ich kann trotzdem berechnen, wie viele Personen das sind. Ja, also ihr könnt ja noch ein bisschen rechnen oder in die nächste Kneipe laufen und es auszuprobieren. Ich muss morgen wieder früh raus, deswegen gehe ich jetzt ins Bett. Also gute Nacht und bis bald.